Stell dir vor, du stehst an einem Ort, an dem tausende Menschen eingesperrt, gefoltert und ermordet wurden. Stacheldraht, Baracken, endlose Reihen von Betten oder was davon noch übrig ist. Fast jeder Schüler in Deutschland besucht während der Schulzeit ein solches Lager. Aber ist das wirklich sinnvoll? Hallo, ich bin Herr Müller und heute erkläre ich dir das Lagersystem der Nationalsozialisten. Mit allem, was du wissen musst. Also, was war das Lagersystem? Welche Lagerarten gab es? Welche Ziele verfolgten die Nazis damit? Und ist ein Lagerbesuch tatsächlich sinnvoll? Das alles natürlich einfach und verständlich. Und wenn du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, dann lass gerne ein Abo und ein Like da. Vielen Dank und los geht's. Was war das NS-Lagersystem? Das NS-Lagersystem war ein gewaltiges Netzwerk von Lagern, das von den Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 aufgebaut wurde. Die Idee, Menschen in Lagern zu isolieren und systematisch zu kontrollieren, stammt nicht nur von den Nazis. Schon zuvor hatten Kolonialreiche oder Diktaturen Lager genutzt, um unerwünschte Gruppen auszuschalten oder umzuerziehen. Die Nationalsozialisten griffen diese Idee auf und entwickelten ein perfektioniertes System zur Unterdrückung und Vernichtung. Ziel dieses Lagersystems war es, Menschen zu kontrollieren, zu unterdrücken, auszubeuten oder zu vernichten. Die Lager sollten Angst verbreiten, Widerstand verhindern und die Ideologie der Nazis mit Gewalt durchsetzen. Ein Video zur Ideologie der Nazis findest du oben in der Infobox. Die Lager wurden zentral von der SS organisiert und streng bewacht. Insgesamt gab es über 40.000 Lager und Haftorte in ganz Europa. Welche Lagerarten gab es? In der Zeit des Nationalsozialismus errichteten die Nazis ein ganzes System von verschiedenen Lagern, jedes mit einem eigenen schrecklichen Zweck. Zum einen gab es die Konzentrationslager, kurz KZ. Was als Haftort für politische Gegner begann, wurde schnell zu einem Ort des Terrors für viele weitere Menschen. Neben Kommunisten und Sozialdemokraten wurden auch Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderung und viele andere inhaftiert. Zum Zweiten gab es die Vernichtungslager. Ab 1941 verfolgten die Nazis ein neues Ziel: die massenhafte und systematische Ermordung. Besonders jüdische Menschen waren betroffen. Auschwitz-Birkenau ist das bekannteste dieser Todeslager. Eine weitere Lagerart waren die Arbeitslager. Hier mussten Menschen oft unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten, oft in der Rüstungsindustrie. Die Arbeitsbedingungen waren so grausam, dass viele die Lager nicht überlebten. Dann gab es die Außenlager. Diese kleineren Lager lagen oft direkt neben Fabriken oder Baustellen. Auch hier herrschte Zwangsarbeit und die Lebensbedingungen waren extrem hart. Und zudem gab es Sammel- und Durchgangslager. Sie dienten als Zwischenstation. Von hier aus wurden die Menschen weiter in andere Lager deportiert, oft ohne zu wissen, wohin die Reise ging. Diese Lager waren Teil eines brutalen Systems, geschaffen zur Ausbeutung, Unterdrückung und Ermordung von Millionen von Menschen. Kommen wir nun zur Entwicklung des Lagersystems. Das Lagersystem entwickelte sich in 3 Phasen, in denen sich auch die Art, Funktion und Anzahl der Lager stark veränderte. Jede Phase war geprägt von politischen Entscheidungen, militärischen Entwicklungen und einer immer radikaleren Umsetzung der NS-Ideologie. Die erste Phase ging von 1933 bis 1939. In der Anfangszeit nach der Machtübernahme Hitlers wurden erste Konzentrationslager wie Dachau errichtet. Diese Lager dienten der Einschüchterung, Internierung und Umerziehung politischer Gegner des Regimes, vor allem Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Die Lager waren noch relativ klein, hatten aber bereits einen klaren Gewalt- und Repressionscharakter. Sie bildeten die Grundlage für das spätere System. Die zweite Phase ging von 1939 bis 1941. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs weitete das NS-Regime das Lagersystem massiv aus. Es entstanden zahlreiche neue Konzentrations- und Zwangsarbeiterlager, in denen Häftlinge unter schlimmsten Bedingungen arbeiten mussten. Zugleich richteten die Nazis in den besetzten Gebieten Osteuropas sogenannte Ghettos ein. Das sind abgeriegelte Stadtviertel, in denen Jüdinnen und Juden isoliert, entrechtet und unter katastrophalen Lebensbedingungen zusammengepfercht wurden. Auch Durchgangs- und Transitlager entstanden, in denen Menschen vor der Deportation gesammelt wurden. Die dritte und letzte Phase ging von 1941 bis 1945.
Ab 1941 wurde das Lagersystem zum Instrument des Völkermords. Die Nationalsozialisten errichteten spezielle Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau, Sobibor oder Treblinka, in denen systematisch Millionen Menschen ermordet wurden, vor allem Jüdinnen und Juden im Rahmen der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Bestehende Konzentrationslager wurden ausgebaut und zunehmend in das Terrorsystem eingebunden. Parallel dazu entstanden hunderte neue Außenlager, vor allem zur Ausbeutung von Zwangsarbeitern für die deutsche Kriegswirtschaft. Das Ende des nationalsozialistischen Lagersystems begann mit dem Vorrücken der alliierten Truppen im Jahr 1944. Angesichts der Niederlagen an allen Fronten versuchten die Nationalsozialisten, ihre Verbrechen zu vertuschen. Viele Lager wurden hastig geräumt und die Insassen auf Todesmärsche geschickt. Tausende starben unterwegs an Hunger, Kälte oder wurden von der SS ermordet. In manchen Lagern wurden Akten vernichtet, Gaskammern gesprengt und Massengrabstellen getarnt, um die Spuren zu verwischen. Mit der Befreiung von Lagern wie Auschwitz am 27. Januar 1945 und Bergen-Belsen am 15. April 1945 wurde das ganze Ausmaß des Schreckens sichtbar. Die Befreier fanden ausgemergelte, sterbende Menschen, Leichenberge und unvorstellbare hygienische Zustände vor. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 zerfiel auch das Lagernetzwerk der Nazis. Doch die Erinnerung daran bleibt Mahnung und Auftrag zugleich. Aber warum bauten die Nazis so ein Lagersystem? Die Nationalsozialisten nutzten das Lagersystem als zentrales Instrument ihrer Herrschaft. Es verfolgte mehrere miteinander verbundene Ziele. Erstens sollten politische Gegner wie Kommunisten, Sozialdemokraten oder Gewerkschafter ausgeschaltet werden. Sie wurden verhaftet und in Konzentrationslager gebracht, um Widerstand zu brechen und Angst zu verbreiten. Zweitens diente das System dazu, sogenannte Gemeinschaftsfremde, also alle, die nicht zur Volksgemeinschaft gehörten, zu entrechten und zu vernichten. Dazu zählten Jüdinnen und Juden, die Zeugen Jehovas, Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderung, sogenannte Asoziale und andere Gruppen, die nicht in das Weltbild der Nazis passten. Drittens wurden Millionen von Menschen in Arbeitslagern zur Zwangsarbeit gezwungen. Ihre Arbeitskraft wurde für die deutsche Rüstungsindustrie und andere wirtschaftliche Zwecke brutal ausgebeutet. Und viertens verbreitete das gesamte Lagersystem gezielt Angst in der Gesellschaft. Es war ein Mittel zur Kontrolle, Einschüchterung und Erhaltung der Macht. Das Lagersystem war somit kein Randphänomen, sondern ein zentrales Herrschaftsinstrument des NS-Staates. Aber ist ein Lagerbesuch heute überhaupt noch sinnvoll? Ein Besuch in einem ehemaligen NS-Lager ist emotional, verstörend und manchmal schwer auszuhalten. Aber genau deshalb ist er so wichtig. Denn du siehst, was passiert, wenn Menschenrechte abgeschafft werden. Du verstehst, was Ausgrenzung und Hass anrichten können. Und du erkennst die Bedeutung von Demokratie und Freiheit. Ein solcher Ort lässt Geschichte fühlbar werden und sorgt dafür, dass wir niemals vergessen. Kommen wir zum Fazit. Das NS-Lagersystem war ein Apparat der Gewalt, Ausgrenzung und Vernichtung. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass Schüler ein NS-Lager besuchen. Nicht um Schuld zu fühlen, sondern um Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung dafür, dass so etwas nie wieder passiert. Verantwortung dafür, Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt zu schützen. Ein Besuch vor Ort macht Geschichte spürbar. Er zeigt, wozu Hass, Ausgrenzung und Gleichgültigkeit führen können. Und erinnert uns daran, dass jeder Einzelne eine Rolle spielt, wenn es darum geht, unsere Gesellschaft menschlich und gerecht zu gestalten. Was denkst du, sollte ein Lagerbesuch für alle Schüler in ganz Deutschland verpflichtend sein? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare. Das war's auch schon mit diesem Video. Meine Klasse und ich besuchen diese Woche das KZ-Außenlager Hannover-Ahlem und ich bin sehr gespannt, wie die Schüler darauf reagieren und damit umgehen werden. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Ich arbeite weiter an Videos über das Thema Nationalsozialismus. Bis dahin und bleib kritisch, dein Herr Müller.